Nach einiger Zeit zog ein irakischer Chirurg in dasselbe Haus ein und ihm wurde ein Zimmer neben meinem zugewiesen. Ich half ihm und führte ihn zu Fuß in die Stadt über eine Strecke von 14 Kilometern, um ihm den Weg zu zeigen und ihm beizubringen, wie man einkauft, da er neu in der Gegend war. Doch dieser Arzt rauchte und sein Rauch drang in mein Zimmer ein wie ein unerwünschter Gast, der nicht gehen wollte. Ich versuchte, ihn höflich darauf hinzuweisen, aber er zeigte keine Einsicht. Stattdessen eskalierte die Situation plötzlich. Er meldete mich den Verantwortlichen und beschuldigte mich, ein muslimischer Terrorist zu sein. Stell dir vor, wie er auf meine einfache Beschwerde reagierte. Das erzählten mir die Verantwortlichen später. Es war, als gäbe es in seiner Welt keinen Platz für eine Meinung, die ihn störte. Er nutzte jede Ausrede, um zu fordern, dass ich verlegt werde, damit er im ganzen Haus nach Belieben rauchen konnte. Und weil die Welt Beweise für jede Anschuldigung braucht, wurde ich vorübergehend in ein Gebiet verlegt, das sehr weit von diesem schönen Haus entfernt lag. Ich fand mich gezwungen, in einem Hotel mit einer Gruppe von jungen Männern zu wohnen, unter Bedingungen, die nicht einmal den minimalen Standards eines würdigen Lebens entsprachen. Aufgrund meiner Natur war dieses laute und überfüllte Umfeld eine schwere Prüfung für mich. Ich bin jemand, der Privatsphäre schätzt, Sauberkeit respektiert und sich vor Schmutz und Gerüchen scheut. Allein die Vorstellung, mit anderen zusammenzuleben, war wie eine neue Herausforderung, die nicht enden wollte. Doch bevor ich mein Einzelzimmer gegen dieses schmutzige und trostlose Hotel eintauschen musste, schrieb ich einen Beitrag auf meiner Facebook-Seite. Mein Umzug in das Zentrum wird Farben des Segens und unbekannte Gaben mit sich bringen. Es gibt ein verborgenes Gutes, das ich jetzt noch nicht kenne, aber später werde ich euch davon berichten. Dieser Umzug hätte mich zerstören können. Er war das Ergebnis von Lügen und Verleumdungen gegen mich. Ich verlor mein Einzelzimmer und musste nun mit 3 anderen jungen Männern in einem Raum zusammenleben. Die islamische Polizei kam, um mit mir zu sprechen. Sie fanden mich freundlich und willkommen heißend, ganz anders als erwartet. Als sie sahen, dass ich innerlich vollkommen ruhig war und keinerlei Anzeichen von Angst zeigte, fragten sie den Dolmetscher mehrmals dieselbe Frage. Weiß er nicht, dass wir die Polizei sind? Sein Verhalten ist seltsam. Er ist völlig entspannt. Der Dolmetscher antwortete ihnen, doch, er weiß, dass sie die Polizei sind. Aber er sagt ihnen, ich fürchte keine Schuld, weil ich unschuldig bin. Und ich fürchte keine Ungerechtigkeit, weil sie nicht ungerecht sind. Dann zeigten sie mir ein Foto meiner Facebook-Seite und sagten, dass sie mich schon seit einiger Zeit überwachen würden. Sie dachten, ich würde schockiert und verängstigt sein, aber zu ihrer Überraschung war ich darüber äußerst erfreut. Meine gesamte Arbeit und all meine Projekte zielen darauf ab, Errungenschaften zu schaffen, die der österreichischen Gesellschaft zugutekommen. Meine Aktivitäten sind alle ehrenhaft, sei es in meiner medizinischen Sportwissenschaft, meiner Philosophie zur Vereinfachung der deutschen Sprache für Migranten, meiner Präzisionsernährungslehre oder meiner Aufklärung über den wahren Islam, der größte Feind des Terrorismus ist. Das Hotel war schmutzig und heruntergekommen und ich geriet anfangs oft mit meinen Mitbewohnern über die Sauberkeit der Badezimmer in Streit. Schließlich einigten wir uns auf bestimmte Regeln. Alles an diesem Hotel deutete auf ein schlechtes Umfeld hin und darauf, dass mein Leben ruiniert worden war. Sogar die finanzielle Unterstützung war geringer. Dort bekam ich 150 € im Monat, hier nur 40 €. Auch das Essen war so schlecht, dass einige Brüder aus Somalia es direkt in den Müll warfen. Nach 2,5 Monaten nach meinem Beitrag, in dem ich betont hatte, dass etwas Gutes kommen würde, veröffentlichte ich einen weiteren, in dem ich schrieb, habe ich euch nicht gesagt, dass mein Umzug in dieses Hotel einen Vorteil hat? Ich habe bereits einige Vorzüge entdeckt und es gibt sicherlich noch mehr, die ich erst in der Zukunft erkennen werde. Zum Beispiel liegt das Hotel in einer Gegend, die sehr nah an der Hauptstadt Wien ist, mit vielen Vorzügen und zahlreichen Sportvereinen. Ich verbrachte fast 3 Monate in diesem Hotel und erhielt anschließend die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, die alle 5 Jahre erneuert wird. Danach veröffentlichte ich Fotos von dem, was ich mir anschaffen konnte. Ein Fahrrad und ein Auto. In der Gegend gab es nur wenige Häuser zur Miete, doch ich konnte ein völlig unabhängiges Einzimmer-Apartment finden, was den Neid einiger meiner Freunde weckte. Sie waren gezwungen, in Wohngemeinschaften zu wohnen, ohne Privatsphäre oder Eigenständigkeit.
Ich danke Allah vielmals, dass er mich in dieses schlechte Hotel gebracht hat, um später solche großen Gewinne zu erlangen. Deshalb blieb ich etwa 7 Jahre in dieser Gegend wohnen. Vor 2 Jahren zog ich in bessere Verhältnisse, die jedoch nicht weiter als etwa 20 Kilometer entfernt lagen. Alles hat einen verborgenen Segen, also lass deinen Herrn von Anfang der Prüfung an dein Vertrauen in ihr Ende sehen und beobachte dann, wie er dich ehren wird. Weine also nicht am Anfang der Prüfung, sei nicht traurig und beklage dich nicht bei deinem Herrn. Ebenso solltest du nicht nur mit deinen Lippen Dank sei Allah sagen, während dein Herz traurig bleibt, denn das bringt dir nicht viel. Warum ehrt dich dein Herr so sehr, wenn dein Vertrauen in ihn absolut ist? Weil du die Prüfung bestanden hast. Dein Herr prüft dich, um dich zu formen und weiterzuentwickeln, damit dein Charakter stark und stabil wird und du im Leben erfolgreich bist. Alles im Leben erfordert Ruhe und tiefes Nachdenken. Wenn dein Herr sieht, dass du die Prüfung von Anfang an verstehst und vorbereitet bist, wird er sie nach kurzer Zeit aufheben, weil sie nicht mehr nötig ist. Die Verse sagen, warum sollte Allah euch bestrafen, wenn ihr dankbar seid und glaubt? Du solltest diese wunderbare Formel in allen Aspekten deines Lebens anwenden, sei es in der Ehe, bei den Kindern oder sogar bei kleinen Details, die auf den ersten Blick unwichtig erscheinen. Das Geheimnis besteht darin, dich von jeglicher Abhängigkeit zu lösen. Abhängigkeit bedeutet, dass du dein Glück und deinen Frieden an eine Sache gebunden hast. Und das ist ein gefährliches Spiel. Je mehr du dein Herz an etwas bindest, desto wahrscheinlicher wird es, dass dich dieses etwas enttäuscht. Die Idee ist einfach, aber kraftvoll. Askese bedeutet nicht, sich von der Welt zu entfernen und sie aufzugeben, sondern sie wie ein Spielzeug in deinen Händen zu behandeln. Geh klug mit ihr um, nutze sie für ein höheres Ziel. Wenn du Erfolg und Glück in Form von Geld oder Ruhm siehst, dann werden alle Lehren über persönliche Entwicklung und neurolinguistisches Programmieren, die du verfolgst, um diese Ziele zu erreichen, dir nichts bringen. Du wirst weiterhin träumen, lernen und denken, dass du auf dem richtigen Weg bist, während du dich tatsächlich im Kreis drehst. Warum? Weil du die Welt zu deinem Ziel gemacht hast. Alles, was dich nach der Welt sehnen lässt, wird dir nur noch mehr Sehnsucht bringen, ohne Ruhe oder Gelassenheit. Mache das Jenseits zu deinem Ziel und lerne, in der Welt zu leben, ohne an sie gebunden zu sein, zu 100%, nicht zu 90% und nicht als Schauspiel, um dein Glück zu testen, denn Allah kennt die Geheimnisse der Herzen. Strebe ernsthaft und aufrichtig danach, was notwendig ist, aber mit einem Herzen, das nach Allahs Wohlgefallen sucht, ohne der Welt einen Platz in deinem Innersten einzuräumen. Dann wird die Welt zu dir eilen, aber sie wird dein Gleichgewicht nicht beeinflussen. Weder wird sie dich erhöhen noch herabsetzen. Sie wird lediglich ein Werkzeug sein, mit dem du Allahs Wohlgefallen erreichen kannst. Auf diese Weise findest du das Paradies auf Erden in deinen Händen, während dein Herz fest und stabil bleibt, unbeeinflusst von ihr. Und Gott sei Dank, Herr der Welten, Firas Almonea.